Gerüchte um ein Comeback der einstigen Epic-Vorzeigeserie Unreal sowie dessen Multiplayer-Auskopplung Unreal Tournament gibt es seit Jahren. Allerdings kam auch mindestens genauso lang von Seiten Epic nichts mehr in diese Richtung, die streng genommen die Serie sogar komplett aus dem Internet getilgt haben, um sich vollständig neben ihrem Engine-Geschäft auf Fortnite zu konzentrieren. Jetzt hat man aber unkommentiert anlässlich der Unreal Engine 5.5 Vorstellung ein Remake des Original-Intros von Unreal Tournament aus dem Jahr 1999 präsentiert, welches so hart die Nostalgiedrüse drückt, dass wir da jetzt mal genauer nachhaken müssen. The professional league was formed. A cabal of the most violent and skilled warriors in known space selected to fight in a grand tournament. Wisst ihr, es gibt ja dieses eine Spiel, das meine Jugend viele Jahre lang geprägt hat. Und jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht wundern, dass es diesmal tatsächlich nichts mit der Die Siedler-Serie zu tun hat, sondern mit dem guten alten Unreal Tournament auf Basis der Ur-Unreal Engine von 1999, welches ich um die Jahrtausendwende rauf und runter gespielt habe. Mit welchem ich damals 15-Jähriger meine ersten Gehversuche im Internet gegangen bin, in welchen ich mit meinem Clan Paradox die Unreal Liga Deutschland gewonnen hatte, lange bevor es einen Begriff wie E-Sports gab und welches mich leider so kolossal mit dem direkten Nachfolger 2003 bis heute verloren hat. The time has come to prove you are the best. To crush your enemies. To win the tournament. Aber bevor es weitergeht, dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert, die euch auch diesen Monat ein Gewinnspiel in Kooperation mit der Zocker Lounge anbieten. Der Gewinner wird wie gehabt zum Monatsende bekannt gegeben und darf sich dann ein Videospiel seiner Wahl konsolenübergreifend aussuchen. Alles, was ihr zum Mitmachen benötigt, ist ein kostenloser Instant Gaming Account. Meinen Partnerlink dorthin findet ihr wie gehabt oben im i sowie in der Videobeschreibung. So. Zurück in 1998 entsteht unter den noch völlig unbekannten Epic Mega Game Studios der Ego-Shooter Unreal, der bei den Spielern die Kinnladen in Sachen Grafik runterklappen lässt und vor allem in Kombination mit den neuen 3DFX Voodoo-Grafikkarten einen enormen Technologiesprung darstellte. Unreal basierte dabei auf der gleichnamigen Unreal Engine, welche von Epic komplett selbst entwickelt wurde und einen mächtigen Karteneditor für die Spieler bereithielt, mit dem erstmals aufwendige Eigenproduktionen verwirklicht werden konnten, was es in dieser Form vorher noch nicht gegeben hatte. Bereits ein Jahr später schieb Epic in Kooperation mit Digital Extremes die reine Multiplayer-Auskopplung Unreal Tournament hinterher, welche mit Quake 3 Arena die ersten beiden reinen Multiplayer-Shooter darstellten. Ein gewagtes Projekt damals, da das Internet noch bei weitem nicht so weit verbreitet war wie heute, viele noch mit ISDN oder Modem unterwegs waren und man von Flatrates wie heute nur träumen konnte. Aber der Versuch ging voll auf. Es bildeten sich weltweit Communities und Clans, die Spiele wurden erstmals professionell gespielt und natürlich auch neben der Mod Counter-Strike auf LAN-Partys rauf und runter gesuchtet. Der Beginn der heutigen E-Sport-Szene. Praktisch niemand ist in dieser Zeit an Unreal Tournament, Quake 3 Arena oder Counter-Strike vorbeigekommen. Auch bekannte Voicelines wie Double Kill, Multikill, Ultra Kill oder Monster Kill stammen von hier, da man sie nach wie vor in vielen Spielen bis heute zweckentfremdet hören kann. Allerdings konnte sich der Hype um UT99, wie man es heute bezeichnet, ebenso wie bei Quake nicht über die Jahre halten. Auf Unreal Tournament folgte im Jahr 2003 auf Basis der nagelneuen Unreal Engine 2, Unreal 2 sowie Unreal Tournament 2003, welches fortan im Jahresrhythmus wie FIFA neu erscheinen sollte, was bei Fans wie mir aber überhaupt nicht gut ankam. Hinzu kamen komische neue Movements, durch welche man in Form von Walljumps praktisch gar nicht mehr den Boden berührte und was sich einfach nicht mehr wie das gute alte Seitwärts-Dodging aus dem Vorgänger anfühlte. Für mich, der sich das über die Jahre in Perfektion antrainiert hatte, ungenießbar und als damals mittlerweile 18-Jähriger sowieso nicht mehr ganz so wichtig, dass sich der Fokus auf ganz andere Dinge im Real Life etc. gelegt hatte.
2004 folgte dann Unreal Tournament 2004, welches Fahrzeuge einführte, um mit Battlefield konkurrieren zu können und schon völlig an mir vorbeiging, sowie in 2007 mit dem Release der Unreal Engine 3, Unreal Tournament 3, welches wieder deutlich mehr Back to the Roots ging, aber immer noch diese dämlichen Walljumps drin hatte. For 50 years, the fight's popularity grew with their brutality. Then, the war came. Unreal Tournament 3 floppte aber ebenso wie die beiden Vorgängerversionen, sodass man sich bei Epic in guter Tradition mit dem Release der Unreal Engine 4 zwar wieder an ein UT-Spiel wagte, es aber diesmal mit einem Free-to-Play-Modell versuchte, das Spiel aber schlussendlich nie zu Ende entwickelte und sich stattdessen auf einen anderen Ansatz mit Fortnite konzentrierte, welches, wie damals zu UT99-Zeiten, dann tatsächlich wieder durch die Decke ging. Fortnite war so erfolgreich, dass es das Ende für Unreal Tournament bedeutete. Epic Games war und ist nämlich durch ihr Engine-Geschäft, auf welchem bereits seit Jahren der Fokus liegt, schlichtweg nicht mehr darauf angewiesen und benötigt kein eigenes Spiel mehr, um die Vorzüge ihrer Engine zu präsentieren, die mittlerweile in gefühlt jedem zweiten Videospiel verwendet wird. So kam dann der bis heute letzte offizielle Schritt in Form der Serverabschaltungen in 2023 für das unfertige Unreal Tournament Projekt, an welchem, ehrlicherweise, die Weiterentwicklung ohnehin bereits 2017 abgebrochen wurde. Und nun, ein Jahr später, spielt man mit uns. Präsentiert ein Remake des Originalintros anlässlich der Unreal Engine 5.5 Präsentation und lässt alles weitere offen. Drückt dabei aber halt bei Leuten wie mir alle Knöpfe und lässt uns träumen. Das neue Intro wurde in Zusammenarbeit mit den Blur Studios erstellt und soll vor allem die neuen Lichteffekte der Engine präsentieren. Außerdem soll das Intro einen Heißmacher auf die kommende Amazon-Serie Secret Level machen, in welcher sich dann eine Folge tatsächlich komplett Unreal widmen wird. Ich bin so übel hyped drauf, unnormal. Eine Spieleankündigung ist es aber leider nicht. Aber die Welt dreht sich weiter. Der Hype um Fortnite ist längst durch und einen vergleichbaren Arena-Shooter, wie es UT einst war, gibt es in dieser Form schlichtweg nicht. Die Kommentare unter dem Trailer-Video sind jedenfalls eindeutig. Wir wollen dieses Spiel zurück. Im Idealfall als Remake des Ur-Unreal Tournaments von 1999, gerne wieder als Grafik-Engine-Demonstrator mit Deck 16, Codex, Morpheus und meinem Wohnzimmer DM Liandri. Tut es einfach, Epic. Spätestens zum Unreal Engine 6 Release würde es sich auch sowieso wieder anbieten. The Professional League was formed. A cabal of the most violent and skilled warriors in known space, selected to fight in a grand tournament.